Bonjour aus Saverne. Wir starten jetzt wieder los. Es ist 9:45 Uhr. Haben gerade noch einen kurzen Stopp gemacht an einer kleinen Boulangerie. Und es gab für jeden Schokocroissants. Und es gibt Baguette für heute Abend und noch was für eine kleine Kaffeepause heute Nachmittag. Und starten jetzt in den zweiten Teil unserer Tour. Geschlafen haben wir gut, Hotel war in Ordnung, konnten 1, 2 Sachen durchwaschen, vor allem auch Zelt und Schlafsäcke wieder trocknen, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja, und ansonsten gucken wir mal, wie der Tag heute wird. Es werden auf jeden Fall mehr Höhenmeter, beziehungsweise werden wir auf höheren Ebenen unterwegs sein. Wir gehen jetzt mittlerweile oder heute, glaube ich, auf knapp 1000 Meter hoch. Das ist nochmal eine andere Hausnummer als so ein paar 500er Felsen, die wir bisher bestiegen sind. Naja, und so lassen wir uns überraschen, was der zweite Teil zu bieten hat. Heute werden wir auf jeden Fall schon mal mit Sonne belohnt. Die war ja in den letzten Tagen ein bisschen zu kurz gekommen. Aber ich sag mal so, das Wetter bleibt unstabil. Alles ist möglich. Wir sind optimistisch, wie immer. Willkommen auf dem Château Haute Bar und von da unten kommen wir gerade. Da sind wir vorhin gestartet. Schon recht groß, das hat man gestern gar nicht so gemerkt. Aber da haben wir die letzte Nacht verbracht. Hallo. Und weiter geht's. So, nach unserer kurzen Pause machen wir uns jetzt auf den Weg zur nächsten Wasserquelle, wo wir auf jeden Fall Wasser aufnehmen müssen für den Abend und für die Nacht, für den nächsten Morgen. Und dann entscheiden wir, wie wir dann heute weitermachen. Es ist 3:15. Wir kommen auch noch an 2, 3 Hütten vorbei, wo man auch davor oder da drin schlafen kann. Aber wir wollen natürlich auf jeden Fall draußen schlafen.
So, wir machen noch mal eine kurze Pause, um Wasser aufzunehmen. Das ist jetzt erstmal ja, die letzte Quelle. Und dann müssen wir mal gucken. Wir sind ja schon auf der Suche nach einem Schlafplatz. Wir sind vor 3 Kilometern sind wir an einer Raststätte sage ich schon. Es war halt so eine Art Rastplatz mit Bänken, mit Grillstelle, mit so einer kleinen Holzhütte vorbeigekommen. Da wäre theoretisch genug Platz gewesen. Es war allerdings auch erst 16:30 Uhr und da war ein Parkplatz und das ist irgendwie nicht so, naja, nicht so dolle. Und jetzt sind wir weitergegangen und es gibt jetzt eine weitere Hütte mit einem Biwakplatz. Das sind, glaube ich, nur noch 5 Kilometer. Das Problem ist, dass es auch noch 500 Höhenmeter sind. Also eigentlich alles wie immer. Mittlerweile haben wir 18:10 Uhr, glaube ich. Und ja, der Weg ändert sich die ganze Zeit. Jetzt sieht es so aus. Bei uns ist es schon weitaus dunkler als jetzt auf der Kameraaufnahme, sehe ich gerade. Es regnet. Naja, weit ist es nicht mehr. Wir machen weiter. Kann man ihn erkennen? Den Regenbogen? Ich kann es irgendwie durch meine beschlagene Sonnenbrille überhaupt nicht auf dem Display sehen. Wir gucken mal. So, Viertelstunde später. Hat wieder aufgehört zu regnen. Noch 1,3 Kilometer. Da ist die Hütte, leider belegt und drumherum zwar Wiese, aber überhaupt nichts Ebenerdiges. Das heißt, für uns geht es jetzt wieder weiter auf die Schlafplatzsuche. So Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen an dem heutigen Place to be. Das Zelt steht schon. Ja, wir sind hier mitten im Wald und dann doch irgendwie wieder nicht, weil wir haben vor uns einen super Ausblick. Hier wurde ein bisschen was weggerodet. Zum Nachteil der Natur. Wir haben gerade vorher noch ein Naturschutzgebiet durchquert. Durch das sind wir aber komplett durch und also auch schon raus. Ja, und wir haben heute mehr als 30 Kilometer. 34 Kilometer absolviert. Das heißt, wir haben uns jetzt auch unser Abendessen verdient. Und später auch eine hoffentlich ruhige Nacht. Das Essen, das kocht schon. Es gibt Nudeln mit Madras und Kartoffelpüree. Und Baguette. Wo ist das Baguette? Das muss ich noch suchen gehen. Ja, auf jeden Fall lassen wir es uns gut gehen und sagen schon mal gute Nacht. Guten Morgen. So, wir haben es jetzt kurz vor 8, denke ich. Wir haben alles wieder zusammengepackt. Jetzt hat es gerade angefangen zu regnen. Eigentlich soll es heute ab 15, 16 Uhr gut regnen. Dann wollen wir gerne einen bestimmten Ort erreichen, eine Hütte oder eine andere Hütte. Kommt darauf an, wie weit wir kommen. In 2 Kilometern gibt es eine Quelle. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal Wasser. Jetzt ziehen wir uns die Regenklamotten an, Rucksack auf. Und dann kann es losgehen, dann hoffen wir, dass der Regen gleich aufhört. Ansonsten haben wir richtig gut geschlafen hier vorne auf dem weichen Waldboden, auch wenn der Wald hier nicht mehr existent ist. Aber es war eine gute Nacht, gar nicht so warm. Ich glaube, es waren 5,5 Grad in der Spitze nach unten und ja, ein bisschen Feuchtigkeit im Zelt, aber soweit passte das alles. Und jetzt würde ich sagen, rein in den neuen Tag und bis später. We have a problem. Und zwar, man hört es, denke ich, auch ganz gut.
Hier sind die ordentlich am Fällen und Baumarbeiten. Und das Problem ist, dass unser Weg genau da durchgeht, wir aber nicht durchgehen dürfen. Und es gibt halt auch keinen anderen Weg. Also die Karte zeigt uns gar keine Alternative. Das heißt, wir müssen jetzt ein kleines Stück hier nach unten gehen. Und dann versuchen wir, also die Arbeiten sind hier auf der linken Seite und wir versuchen dann nach rechts, um dann einen anderen Weg zu finden, um hier irgendwie vom Berg runterzukommen. Aber schöne Scheiße, wir haben das schon die letzten 20 Minuten gehört, dass hier überall Fellarbeiten sind. Furchtbar. Ja, und jetzt sind wir auch noch direkt davon betroffen, weil der Weg gesperrt ist. Ja, okay. Wir müssen mal gucken. Wir werden uns da jetzt irgendwie durchkämpfen. Wir nehmen einen anderen Weg. Ja. Aus dieser Wasserquelle kommt zumindest am heutigen Tage kein Wasser. Auch wenn es eingezeichnet ist in der Karte. Dann gehen wir zur nächsten. 1,5 Kilometer. Je ne vais raconter, te donner la clé. Juste un exemple, la vision du monde peut vite être faussée. J'ai cru longtemps que j'arriverais pas à faire les bons choix. J'ai cru longtemps que le regard des autres donnait confiance en soi. Hast du Wasser? Ja, ausreichend. Und sind da. Frisch gezapftes Wasser. Und wie sieht das aus? Sieht gut aus. Eigentlich sieht man keine Schwebstoffe. Ja, schon mal gut. Dans les bistrots, les cafés, on n'en finit pas de flâner. C'est le Paris, Cinéma, celui qu'on aime. Ich kann nur sagen, Regenklamotten an, Regenklamotten aus, Regenklamotten an, Regenklamotten aus. Erstmal 650 Meter absteigen, um dann 750 Meter wieder aufzusteigen. Zumindest gab es unten im Tal einen Kaffee. Das erste Mal über 1000 Meter. Rauschte Mutzig, 1009. Und was für ein Ausblick hier oben. Also es ist wirklich grandios. Und das Hochplateau ist hier überzogen mit Felsen. Also es ist richtig, richtig nice.
So, hat nicht ganz gepasst mit dem Regen. Wie ihr seht, es regnet. Aber wir haben noch gute 900 Meter bis zu einer Biwakhütte. Und da wir hoffen, dass sie so okay ist, dass wir da die Zeit, wo es regnet, ein bisschen warten können. Es dauert auch ein paar Stunden. Ja, und dann können wir entscheiden, ob wir noch weitergehen, um noch einen Schlafspot zu suchen, oder ob wir einfach da bleiben. Hängt vom Wetter ab. Kilometer haben wir genug im Kasten. So, dementsprechend brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Und dann würde ich sagen, melden wir uns später nochmal. So Freunde, es regnet aktuell und das wird es auch noch bis in den späten Abend hin tun. Wir hatten eigentlich vor, hier zu warten, um dann hier noch einen kleinen Aufstieg zu machen zu einer archäologischen Ausgrabung. Und da gibt es auch einen Tempel, Le Don Don, wenn man es so ausspricht. Und dort ist Biwaken unter bestimmten Bedingungen für eine Nacht erlaubt. Aber wir müssten dann hier jetzt 5 Stunden warten und es ist nicht gerade warm. Und dann würden wir dann zum späten Abend in die Nacht rein da oben unser Zelt aufschlagen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, das lassen wir jetzt sein. Wir canceln diese Idee, gucken uns das jetzt bei Regen oben an, gehen da jetzt hoch und werden dann auf der anderen Seite den Abstieg machen. Das ist nicht weit, 3,5 Kilometer. Und dann sind wir in dem nächsten Ort. Da haben wir uns jetzt ein Zimmer gebucht im Hotel. Und dann können wir dann auch die nassen Sachen, die dann alle nass sind, die können wir dann trocknen. Und dann geht es morgen wieder los und dann hoffen wir, dass wir die nächsten beiden Nächte wieder draußen schlafen können. Also in diesem Sinne, bis später oder morgen. Ciao. Heute exklusiv für alle, die sich hier hochgetraut haben. Ja, wenn man bei so einem Wetter an so einem touristischen Ort ist, gibt es einen Vorteil. Es sind keine anderen Menschen da. Und vielleicht ist das Bild auch ein bisschen besser geworden. Mit weißem Hintergrund. Tschö! Wir verlassen gerade unsere Unterkunft. Man sieht es noch im Hintergrund. Und ja, was sollen wir sagen? Das Wetter meint es nicht gut mit uns. Also, wir sind direkt schon wieder in voller Regenbekleidung und ja, gehen jetzt ins Tal. Also es ist ja alles wolkenverhangen. Es nieselt ein wenig. Ja, und wir finden es natürlich irgendwie schon ganz schön doof. Wir dachten irgendwie, es kommen auch noch bessere Zeiten, aber es sieht nicht danach aus. Ja, geschlafen haben wir ganz gut. Es ist jetzt mittlerweile auch schon, ich denke mal, ja, um 10. Wir haben uns nicht stressen lassen, Wetter ist eh beschissen. Naja, und jetzt gehen wir mal los ins nächste Tal nach Schirmbeck und hoffen, dass da unten, dass wir dann da unten aus den Wolken raus sind. Steuern da erstmal den nächsten Supermarkt an und dann geht's weiter. So, wir verlassen jetzt wieder Schirmbeck und waren dort im Supermarkt einkaufen. Man sieht's, leckeres Baguette ist wieder an Bord und werden jetzt gleich die nächste Möglichkeit nutzen, eine Pause zu machen, um uns das leckere Baguette zu belegen. Wir haben auch noch andere tolle Sachen gekauft. Ja. Und dann gibt es erstmal kurz Lunch und dann geht es weiter. Jetzt erstmal auch wieder
bergauf. Und was soll ich zum Wetter sagen? Es ist wie gehabt schlecht. Jo, das ist Schermbeck. Und hier gibt es jetzt Lunch. Baguette hat geschmeckt. Und wie sollte es anders sein? Geht's jetzt wieder bergauf. Wir sind hier gerade am ehemaligen Konzentrationslager Natzweiler. Der Weg führt hier direkt übers Gelände. Ansonsten geht es für uns jetzt, glaube ich, erstmal wieder die Straße entlang. Irgendwo hin, wo es vielleicht besser ist als hier. Wir gucken mal.